unter Wasser. Ob wir hier was Feines sehen? Überhaupt nicht. Also wieder hoch. Und dort haben wir einen Wasserfall. Also ich habe hier auch noch nicht Tiere gesehen. Keine Tiere, bis auf irgendwelche Vögel. Also doch schon Tiere, aber keine Landbewohner. Okay. Kommen wir hier lang? Ohne in den Abgrund zu fallen. Und wir sind in den Abgrund gefallen. Und wo sind wir? Wo sind wir hier? Alles unter Wasser. Ertrinken wir gar nicht. Was steht auf diesem Schild? Royal Port. Port Dock. Wo sind wir? Müssen wir da oben schwimmen? Ungefähr sowas. Okay. Uns wird schwarz vor Augen. Wir scheinen runtergefallen zu sein. Und ganz kurz in einem ohnmächtig. Und dort oben sind wir runtergefallen und haben uns echt, ich glaube, naja, wenn es kein Spiel wäre, hätte man es wahrscheinlich nicht überlebt. Ach, das ist ein Panorama. Also ich finde das echt geil. Es sieht einfach wirklich bombastisch aus. Oh. Oh. Gut. Wir gehen in das Licht. Normalerweise soll man nicht ins Licht gehen. Und wir haben den Abschnitt geschafft. Eine wahrhaft schöne Höhle. Und kommen in den nächsten Abschnitt. Mal schauen, was dort passiert. Wieder eine Höhle mit Kerzen und einem Zelt. Also waren hier Menschen und haben hier Menschen genächtigt. Der Mond. Wenn wir jetzt hier klopfen, wird uns wohl keiner mehr aufmachen. Aber er scheint irgendwas mit dieser Farbe gemacht zu haben. Und die herrliche Musik, die uns begleitet. I sat here and watched two jets carve parallel white lines into the sky. They charted their course, and I followed them for 21 minutes until they turned off near Sanford and were lost. If I were a gull, I would abandon my nest and join them. I would starve my brain of oxygen and suffer delusions of transcendence. I would tear the bottom from my boat and sail across the motorways until I reached this island once again. Hier prallt das Wasser auf die Küste. Oh, ich glaube, da kommen wir nicht drüber. Wunderschön. Also werden wir uns so langsam zurückbewegen und gehen hier den Weg entlang.
Okay, das scheint der normale Weg zu sein. Ich versuche nochmal da hochzukommen. Etwas querfeldein. Ob wir das schaffen? Oh, das ist die andere Frage. Na? Magst du mich da nicht hochlassen? So. Oh, komm, alter Mann, du schaffst das. Du nicht. Gut. Manchmal wäre es gar nicht so schlecht, wenn man ein bisschen rennen könnte. Aber, na gut. Wir wollen uns ja Zeit lassen. Wir haben ja Zeit. Das sieht auch aus wie ein Haus da hinten. Und Kerzen. Wir folgen diesem Weg. Der zwar eine Sackgasse ist, aber wir wollen uns ja alles anschauen. Und wieder was mit Farbe. Haben wir hier irgendwo eine Malerei wieder? Nein, aber wir haben die Werkzeuge gefunden. Hier führt es weiter und weiter. Da hinten geht's wohl lang. Runter, also gehen wir hier runter und tun uns natürlich nicht weh. Und schauen uns hier um. Ein Boot, was wir nicht mehr verwenden können. Der Mond und eine Kerze. Und hier stellt sich natürlich die Frage, wer stellt die ganzen Kerzen auf? Weil diese scheinen wohl etwas neuer aufgestellt worden zu sein, weil sie ja noch nicht abgebrannt sind. Und das schaut aus wie Zäune? Oder was sind das? Oder war das mal ein Haus? We shall begin to assemble our own version of the North Shore. We will scrawl in dead languages and electrical diagrams and hide them away for future theologians to muse and mumble over. We will send a letter to Esther Donnelly and demand her answer. We will mix the paint with ashes and tarmac and the glow from our infections. We will paint a moon over the Sanford Junction and blue lights falling like stars along the hard shoulder. Okay. Was ist das? Oh. Ein Defibrillator? Schaut zumindest so aus. Spritzen, Medikamente, wo man jetzt nicht sehen kann, was es ist. Und Operationsbesteck. Also nehme ich jetzt mal, wage ich mich mal ganz weit raus und sage, hier wurde jemand operiert. Ach, die herrlichen Sterne hier. Ich finde, ich kann einfach nur noch mal sagen, also die Umgebung ist einzigartig, wunderschön. Man kann sich das hier wirklich die ganze Zeit anschauen und wünscht sich auch da zu sein, weil es eigentlich richtig, richtig schön ist. Gucken wir uns nochmal die Höhle an, weil wir wahrscheinlich hier doch nicht mehr wieder kommen. Weil es da wo weitergeht. Ach, da kommen wir in die Höhle rein.
Und komme da hinten wieder raus. Was ist da? Ah! Ein Foto. Aber man erkennt jetzt nicht richtig, wer das ist. Ist das eine Frau? Ja, es trägt einen Rock. Und eine Höhlenmalerei wieder. Das sieht jetzt so ein bisschen aus wie so ein Chemie Strang. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißen. Oh Gott. Ich müsste das eigentlich wissen. Wie heißt das jetzt nochmal? So eine Kette. Chemiekette. Egal. Gehen wir weitermachen. Ignorieren wir das einfach. Und dort scheint wieder was Wunderbares zu sein, was wir erkunden können. Wenigstens haben wir jetzt schon mal ein Bild gefunden. Ein Bild einer Frau. Es war zerschmettert oder zersprungen. Und das sieht aus wie, ja, ein kaputtes Auto. Ein kaputtes Auto, was nur noch 2 Räder hat und eine Achse und eine Autotür. Naja, also nicht mal ein Viertel vom Auto. Ach, und da oben ist dieser Funkturm. Dem sind wir ja wohl schon im Kommen, anscheinend. Eigentlich habe ich gedacht, dass das wäre unser Ziel. Aber There were nein. chemical diagrams on the posters on the walls on the waiting room. It seemed appropriate at the time. Still life abstractions of the processes which had already begun to break down your nerves and your muscles in the next room. I crammed diazepam as I once crammed for chemistry examinations. I am revising my options for a long and happy life. Light from heaven. Show. Was steht da? Chance. Around. Him. Okay. Okay, wie ich schon sagte, es scheinen wohl wirklich chemische oder Chemiediagramme zu sein. Also nehme ich mal an, das hat hier irgendwas auch mit Chemie zu tun. Und da wir ja auch einige Bibeln gefunden haben, okay, eine, denke ich mal, wird das auch irgendwas mit der Kirche zu tun haben. Würde ich jetzt annehmen. Aber ich weiß es wirklich nicht. Wenn ich jetzt hier runterspringe, komme ich da wieder runter. Okay. Oh. Vögel. Verstorbene Vögel. Schon skelettierte Vögel. From here, I can see my armada. I collected all the letters I'd ever meant to send to you, if I'd have ever made it to the mainland, but had instead collected at the bottom of my rucksack, and I spread them out along the lost beach. Then I took each and every one, and I folded them into boats. I folded you into the creases, and then, as the sun was setting, I set the fleet to sail. Shattered into 21 pieces, I consigned you to the Atlantic, and I sat here until I'd watched all of you sink.